Hunderte gefährlicher Virusproben sind aus einem staatlichen Labor in Queensland, Australien verschwunden. Die alarmierende Entdeckung hat die Nation erschüttert und löst Besorgnis über potenzielle Risiken für die öffentliche Gesundheit aus. Zu den fehlenden Proben gehören tödliche Krankheitserreger wie das Hendra-Virus, das Lyssavirus und das Hantavirus. Diese Viren können beim Menschen schwere und oft tödliche Krankheiten verursachen, was ihr Verschwinden zu einer Angelegenheit von großer Bedeutung macht. Der Vorfall, der sich im Jahr 2021 ereignete, aber erst kürzlich ans Licht kam, hat die Behörden in Aufruhr versetzt. Die Umstände des Verschwindens sind weiterhin rätselhaft. Erste Ermittlungen deuten auf eine mögliche Fehlfunktion des Gefrierschranks als Ursache hin. Es wird vermutet, dass die Proben bei einem Transfer in ein neues Lager ohne ordnungsgemäße Dokumentation verloren gegangen sind. Die australische Regierung hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die genaue Ursache des Verschwindens zu ermitteln und etwaige Sicherheitslücken aufzudecken. Ein Team unabhängiger Experten wird die internen Verfahren des Labors und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften eingehend untersuchen. Die Möglichkeit eines Diebstahls, auch wenn sie derzeit nicht bestätigt ist, wurde nicht ausgeschlossen. Die verschwundenen Virusproben stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Das Hendra-Virus zum Beispiel kann schwere Atemwegserkrankungen mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 57% verursachen. Das Lyssavirus kann zu einer tödlichen Enzephalitis führen, während Hantaviren bekanntermaßen schwerwiegende Nierenschäden verursachen. Das Potenzial dieser Viren, weitreichende Schäden zu verursachen, ist unbestreitbar. Obwohl die Viren außerhalb von Laborbedingungen nur eine begrenzte Lebensdauer haben, kann das Risiko einer Übertragung nicht ignoriert werden. Sollten die Proben in die falschen Hände geraten, könnten sie zur Herstellung biologischer Waffen verwendet werden, was eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen würde. Selbst eine versehentliche Freisetzung könnte verheerende Folgen haben. Trotz dieser Bedenken betonen Experten, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Szenarien gering ist. Die Viren reagieren sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse und verlieren ihre Infektiosität außerhalb kontrollierter Umgebungen schnell. Darüber hinaus erfordert die Entwicklung biologischer Waffen fortgeschrittenes technisches Fachwissen und hochentwickelte Einrichtungen, was sie zu einem komplexen und schwierigen Unterfangen macht. Die australische Regierung hat unverzüglich auf den Vorfall reagiert und eine umfassende Untersuchung des Verschwindens der Virusproben angeordnet. Die Untersuchung zielt darauf ab, den Hergang der Ereignisse, die zu dem Verlust führten, zu rekonstruieren und mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren, die zu dem Vorfall beigetragen haben könnten. Die Untersuchung wird nichts unversucht lassen. Sie wird eine gründliche Überprüfung der Sicherheitsprotokolle des Labors, der Schulungsverfahren für das Personal und der Notfallpläne umfassen. Ziel ist es, Schwachstellen im System zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Das Untersuchungsteam wird auch das Bestandsverwaltungssystem des Labors untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf dem Umgang mit gefährlichen Stoffen, deren Lagerung und Rückverfolgung liegt. Die Untersuchung wird feststellen, ob die bestehenden Protokolle eingehalten wurden und ob es Abweichungen von den festgelegten Verfahren gab. Der Vorfall hat eine breite Debatte über die Angemessenheit der Sicherheitsprotokolle in australischen Labors ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass das Verschwinden solch gefährlicher Krankheitserreger Schwachstellen im System aufdeckt. Sie fordern strengere Sicherheitsvorkehrungen und eine verstärkte Kontrolle von Labors, die mit tödlichen Krankheitserregern arbeiten. Eines der Hauptbedenken ist das Potenzial für menschliches Versagen. Selbst bei strengen Protokollen können Fehler passieren. Unzureichende Schulungen, Nachlässigkeit oder mangelndes Bewusstsein können die Sicherheit gefährden und zu schwerwiegenden Folgen führen. Die Untersuchung wird sich mit den menschlichen Faktoren befassen, die bei dem Vorfall eine Rolle gespielt haben könnten. Ein weiteres Problem ist die Möglichkeit von Insiderbedrohungen. Obwohl Labors große Anstrengungen unternehmen, um ihre Mitarbeiter zu überprüfen, kann das Risiko böswilliger Absichten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Untersuchung wird der Frage nachgehen, ob Mitarbeiter Zugang zu den fehlenden Proben hatten und ob es Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Abschnitt 5. Offene Fragen. Die Suche nach Antworten geht weiter.
Während die Ermittlungen andauern, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Ereignisse, die zu dem Verschwinden führten, zu rekonstruieren und die fehlenden Proben ausfindig zu machen. Die Suche wurde über das Laborgelände hinaus auf die Umgebung und potenzielle Entsorgungsstellen ausgeweitet. Ein Ermittlungsansatz konzentriert sich auf die Möglichkeit, dass die Proben verlegt oder versehentlich entsorgt wurden. Angesichts der Menge an Materialien, die von dem Labor gehandhabt werden, ist es denkbar, dass die fehlenden Proben versehentlich mit anderen Materialien vermischt oder unsachgemäß entsorgt wurden. Ein weiterer Ermittlungsansatz besteht darin, Mitarbeiter des Labors, Auftragnehmer und alle anderen Personen zu befragen, die Zugang zu der Einrichtung hatten oder Kenntnis von den fehlenden Proben besaßen. Die Ermittler hoffen, Hinweise zu finden, die Licht auf die Umstände des Verschwindens werfen könnten. Abschnitt 6. Die Notwendigkeit von Transparenz. Das öffentliche Vertrauen wiederherstellen. Die verzögerte Bekanntgabe des Vorfalls hat die öffentliche Angst weiter geschürt und das Vertrauen in die Behörden untergraben. Kritiker argumentieren, dass die Regierung die Öffentlichkeit früher hätte informieren sollen und betonen die Bedeutung von Transparenz in Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheit. Der Mangel an rechtzeitigen Informationen hat ein Vakuum geschaffen, das schnell mit Spekulationen und Fehlinformationen gefüllt wird. Dies kann zu unnötiger Angst und Panik führen und die Bemühungen zur effektiven Bewältigung der Situation behindern. Transparenz ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens und um sicherzustellen, dass sich die Menschen informiert und handlungsfähig fühlen. Die Regierung hat die Notwendigkeit größerer Transparenz anerkannt und zugesagt, die Öffentlichkeit über den Fortgang der Ermittlungen auf dem Laufenden zu halten. Regelmäßige Updates, Pressekonferenzen und Bürgerforen sind einige der Maßnahmen, die in Erwägung gezogen werden, um sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu korrekten und aktuellen Informationen haben. Abschnitt 7. Globale Auswirkungen. Stärkung der Biosicherheit weltweit. Der Vorfall in Australien hat in der gesamten internationalen Gemeinschaft Besorgnis ausgelöst und die globale Natur von Biosicherheitsbedrohungen aufgezeigt. Das Verschwinden gefährlicher Krankheitserreger aus einer Hochsicherheitseinrichtung ist eine deutliche Mahnung an die Bedeutung robuster Biosicherheitsmaßnahmen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich tief besorgt über den Vorfall geäußert und eine gründliche Untersuchung gefordert. Die Organisation hat auch die Notwendigkeit betont, dass die Länder ihre Biosicherheits- und Bioabwehrmaßnahmen verstärken, um ähnliche Vorfälle an anderen Orten zu verhindern. Die WHO arbeitet eng mit den Mitgliedstaaten zusammen, um die Laborsicherheitsprotokolle zu verbessern, die Schulungsprogramme für das Laborpersonal zu verbessern und die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Biosicherheit zu verstärken. Ziel ist es, ein globales Netzwerk von gut ausgestatteten und gut vorbereiteten Labors zu schaffen, die in der Lage sind, mit gefährlichen Krankheitserregern sicher umzugehen. Abschnitt 8. Lehren aus dem Vorfall. Zukünftige Vorfälle verhindern. Das Verschwinden von Virusproben aus einem australischen Labor ist ein schwerwiegender Vorfall mit weitreichenden Folgen. Während die Ermittlungen noch andauern, ist es nicht zu früh, erste Lehren aus diesem Vorfall zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist die Bedeutung der kontinuierlichen Verbesserung der Laborsicherheit und Sicherheit. Nachlässigkeit ist keine Option im Umgang mit tödlichen Krankheitserregern. Regelmäßige Überprüfungen der Sicherheitsprotokolle, der Personalschulung und der Notfallpläne sind unerlässlich, um ein hohes Maß an Wachsamkeit aufrechtzuerhalten. Eine weitere wichtige Lehre ist die Notwendigkeit von Transparenz und rechtzeitiger Kommunikation. Im Zeitalter der sofortigen Information können Verzögerungen bei der Offenlegung von Informationen Gerüchte schüren und das öffentliche Vertrauen untergraben. Regierungen und Gesundheitsbehörden haben die Verantwortung, die Öffentlichkeit klar, korrekt und zeitnah zu informieren.